Wenn man im Wald unterwegs ist, ist es wichtig zu wissen, welche Pflanzen sind essbar und welche nicht. Und einige zeige ich dir heute. Das ist die Kohlkratzdistel. Normalerweise hat sie einige auffällige gelbe Blüten, aber die sind halt noch nicht draußen. Sie ist komplett essbar, sowohl die Blätter als auch die Wurzeln, und hat einen kohlartigen Geschmack. Sie ist sehr unbekannt und ja, da haben wir noch einen kleinen Freund. Ja, ich muss aufpassen, dass ihn nicht zu erschrecken. Passt super zu Salaten, vor allem die jungen Blätter sind super. Das hier ist die Pestwurz. Und die ist auf jeden Fall giftig, nicht essbar. Sie bildet große Bestände, vor allem bei feuchten Arealen, breitet sich da gerne aus. Und man erkennt sie an zum Beispiel diese deutlich rötlichen Adern, die wie Rippen teilweise aussehen. Sie hat riesige herz- bis nierenförmige Blätter und in der Unterseite ist sie weiß-filzig. Das sieht man hier jetzt vielleicht nicht so besonders gut. Und sie ist deswegen nicht essbar, weil sie leberschädigende Pyrolecithin-Alkaloide hat. Die können sich im Körper anreichern und deswegen Finger weg davon. Ebenfalls gute Zeigerpflanzen, dass wir hier gerade bei einem feuchten Areal sind die Schilfe. Ich kann das hier nicht genau erkennen, aber scheint der Rohrschilf zu sein, eine geschützte Pflanze. Und direkt da nebenan sieht man den Pestwurz wachsen. Das ist die klassische essbare Pflanze, die Brennnessel. Sie gehört zu einer der allerbekanntesten Pflanzen überhaupt. Im Moment fängt sie langsam an, ihre Samen auszubilden. Das sieht man hier. Sind allerdings noch bei weitem nicht fertig. Kann man abmachen. Die Samen haben auch ziemlich positive Wirkungen auf die männliche Libido, also auf die Fruchtbarkeit. Dazu irgendwann mal mehr. Und sie wächst wirklich überall, ist eine der Top-Heilpflanzen überhaupt, die wir haben. Hat allerdings eine stechende Eigenschaft, weswegen sie eher von vielen leider als Unkraut gesehen wird. Aber sie hat wirklich da auch, dass sie halt Samen produziert, die einiges an Kalorien haben. Und auch an allen Teilen essbar ist sie wirklich absolut zu empfehlen. Man kann sie für absolut alles einsetzen, sei es Suppen, Trocknen, Tee, Braten. Also der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist auch eine etwas unbekannte Pflanze, und zwar der gewöhnliche Gelbweiderich. Das ist, man erkennt ihn an diesen 5-zähligen Blütenblättern, und wenn wir uns wirklich ganz genau tief in den Kelch hineinschauen, seht ihr eine rötliche Berandung. Seht ihr den? Das ist wichtig. Die Blätter, die können 2, 3, 4 quirlig sein. Also ihr seht, die wachsen gegenständlich. Sie kommen hier jetzt zum Beispiel in meinen Dreierkonstellationen vor, können aber auch in Zweier- oder Vierer-Konstellationen vorkommen und sind nicht punktiert. Der Stängel ist halt aufrecht und man hat verzweigte Blütenstände. Ich persönlich nehme den nicht, der hat einiges an Saponine und deswegen bleibt er bei mir da. Mehrere Quellen stufen ihn auch als ungenießbar ein, auch hauptsächlich wegen den Saponinen und Gerbstoffen, die da drin sind, und der wird nicht zum Essen empfohlen. Das hier ist die Eberesche, wir sind jetzt mal bei einem Baum und dessen Früchte werden jetzt reif. Die sind richtig schön orange, die Blätter, die sind ziemlich leicht zu erkennen und die sind essbar, allerdings sollte man sie auf keinen Fall roh essen, wegen der Parascorbinsäure. Aber wenn man sie dann kocht, dann werden sie richtig schön angenehm, lecker, süßlich und man kann sie wirklich für vieles verwenden. Also einfach mal in Fruchtmus rein. Man könnte sogar so kreativ sein, wie ich, Fruchtleder draus zu machen. Das ist allerdings mit einiges an Arbeit verbunden.
Und ja, haben auch einiges an Vitamin C, aber Vitamin C wird beim Erhitzen leider zerstört. Das heißt, den Kapitel kann man leider ausblenden. Aber jetzt kann man sie ernten, sie wächst überall und viele halten sie für giftig und lassen sie, weswegen sie für die eifrigen Sammler wie wir gerade noch leichter zu erreichen ist. Das ist die rote Heckenkirsche. Sieht man klar die roten Beeren. Und der ist für den Menschen leider nicht essbar. Der ist giftig, also der ist schwach giftig und kann zu Magenproblemen führen, wie zum Beispiel auch Durchfall. Das ist die Sumpfkratzdistel, sie ist essbar und soll eine wundheilende und für die Verdauung günstige Wirkung haben. Die Blätter sind lanzettlich und halt auch ziemlich dornig. Das ist eine Sache, wenn der essbar ist, allerdings den zu ernten, das wird auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit. Also ich mache das durchaus, es ist aber einiges an Zeit vonnöten und ich schneide mir einfach mit einer Schere die entsprechenden Blätter ab und sammle sie so, aber es ist wirklich einiges an Arbeit und es gibt zum Glück Disteln, die sind ebenso essbar und die bringen für das Verhältnis an Arbeit wesentlich mehr. Das ist der Waldsauerklee. Der wächst überall auf dem Waldboden, hat einiges an Oxalsäure, ist aber essbar. Der schmeckt angenehm säuerlich, wenn man den isst. Und ziemlich leicht erkennbar mit dem roten Stielende am Schluss. Und ich nehme maximal eine Handvoll von denen mit. Bereichern so ziemlich jedes Gericht. Allerdings halt bitte aufpassen, ab einer kniehohen Höhe wegen dem Fuchsbandwurm. Das ist für mich etwas, ich passe wirklich gezielt darauf auf, dass da auch ja kein Kothaufen liegt. Also hier ist definitiv keiner da. Und jedes Mal unbedingt nachchecken. Fuchsbandwurminfektionen sind echt nicht lustig und ziemlich unterschätzt, finde ich. Das ist der Ackerschachtelhalm. Ziemlich unverkennbar. Wichtig ist, dass der an dem Stiel keine rötlichen Stellen hat und dass die Glieder hier, seht ihr diese ganz kleinen da, diese ersten Glieder, die müssen ziemlich klein sein. Und einer der wichtigen Merkmale ist auch, dass er auf keinen Fall bei feuchten Arealen wächst, weil da gibt es nämlich giftige Versionen davon, wie zum Beispiel im Sumpfschachtelhalm. Aber der ist auf jeden Fall, wenn man die essbare gewöhnlichen Schachtelhalm identifiziert hat, ist der super. Der hat nämlich sehr viele Mineralien und kann auch ganz gezielt dafür eingesetzt werden, den Körper wieder Mineralien zuzuführen, wenn der einen Mangel davon hat. Ich persönlich nutze ihn auch als Tee und man kann auch man kann ihn auch in Jauche einsetzen, um die Pflanzen zu stärken. Ist ein ziemlicher Allrounder und kommt sehr, sehr oft in der Natur vor. Einer der bekanntesten Bäume überhaupt, das ist die Eiche, eine junge Version davon. Die Blätter sind ziemlich klar zum Erkennen. Es gibt viele verschiedene Arten. Und aus der Rinde wird ziemlich gerne Tee gemacht. Und normalerweise wird die Rinde zuerst getrocknet, um dann Tee draus zu machen. Wenn man sie frisch verwendet, ist der Tee halt von den Wirkungen her nicht so stark. Es hat eine zusammenziehende Wirkung, was man auch gesundheitlich verwenden kann. Und die jungen Äste werden einfach gepflückt, geschält und dann die Rinde zum Teemachen verwendet. Allerdings sollte man eher ältere Eichenbäume nehmen und dann deren jungen Äste, damit so kleine Kelchen wie der hier einfach mal wachsen können und in einem Stück überleben können. Das sind Farne, die sind ziemlich leicht zu erkennen, nicht zuletzt wegen der Blattstruktur. Die sind für den Menschen leider giftig und nicht essbar. Und unter den Blättern auch ein gutes Merkmal sind diese ganzen Kapseln da. Der Farn vermehrt sich nämlich nicht durch Samen, sondern durch Sporen, wie die Pilze quasi, die er einfach durch die Luft ausschickt. Überall sieht man die. Die sind überall. Seht ihr die? Die sind wirklich überall. Das ist schon ein System. Und so vermehrt sich der Farn. Die Wurzel wurde früher zu längst vergangener Zeit, bevor es Medikamente gab, wurde zur Entwurmung eingesetzt. Den Stiel sieht man hier, der ist etwas
fühlt sich quasi behaart, aber die Pflanze ist wirklich leicht zu identifizieren. Nicht zuletzt wegen den Sporenkapseln da unten, sondern auch die Blattform. Also ich würde von Farnen generell die Finger lassen. Das ist auch ein sehr bekannter Baum, massiv unterschätzt, wie ich finde. Er ist für mich sowas wie eine mobile Apotheke, und zwar ist er überall und so ziemlich niemanden juckt's, obwohl die ganzen Menschen, die Erkältung haben, einfach dran vorbeigehen. Die Nadeln sind nicht nur essbar, sondern die verwende ich auch regelmäßig. Wichtig ist halt wirklich, überall haben sie die gleiche Farbe und sie sind spitz. Und wenn man sie pflückt, dann bleiben so kleine Holzstückchen über. Seht ihr die? Das sind wichtige Erkennungsmerkmale der Fichte. Sie hat auch eine raue Rinde. Da sieht man es auch. Und die Fichte, die hat richtig coole Stoffe an, die sind gut gegen Viren, Bakterien und auch gegen Pilzen. So wie die heilige Dreifaltigkeit, wie ich sie nenne, ist super. Und wenn ich im Wald unterwegs bin und mich irgendwann mal etwas schwächer fühle als sonst, dann nehme ich mir einfach mal 5, 6 von den Blättern und verputze die einfach so, wie sie sind, mit dem Holz. Man kann die Nadeln natürlich auch abbeißen, allerdings nach einer Weile gewöhnt man sich einfach und ich schluck das Holz entweder runter oder spuck's wieder aus. Also es ist eine reine Gewöhnungsgeschichte und 5, 6 von denen und man merkt wirklich, es tut dem Körper gut. Die sind ganzjährig verfügbar, also je nachdem was man hat, einfach mal die Natur nehmen, statt wegen jedem Gebrechen sofort in ein entsprechendes Areal laufen, um sich irgendwas zu besorgen, was einem dann doch nicht hilft. Das war's dann für die heutige Waldrunde. Und wenn euch das gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall auf ein Like und ein Abo freuen. Und diese Videos sind sehr aufwendig zu machen, teilweise aus 20, 30 verschiedenen Einzelvideos und mehrere Stunden Arbeit. Also wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch weiter öfter einschaltet. Und welche Pflanzen sammelt ihr regelmäßig? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, ich würde mich da wirklich sehr freuen. Und auf jeden Fall einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Ciao.